Was, wenn alles, was du über das Internet weißt, nur 5% der Wahrheit ist? Irgendwo tief unter dem normalen Internet soll es einen Bereich geben, den man Marianas Web nennt. Angeblich liegen dort geheime Militärdaten, streng geheime KI-Projekte und Informationen, die nie für die Öffentlichkeit bestimmt waren. Das Problem? Niemand konnte jemals beweisen, dass dieser Ort überhaupt existiert. Aber um zu verstehen, warum Millionen Menschen trotzdem daran glauben, müssen wir erst verstehen, wie das Internet wirklich aufgebaut ist. Und genau deshalb schauen wir uns heute an, was wirklich unter Google liegt. Die echten Ebenen des Internets und die Mythen, die nur so tun, als wären sie echt. Level 1. Das Surface Web. Die Oberfläche. Das ist der Teil, den jeder kennt. Google, YouTube, Instagram, Amazon, TikTok. Suchmaschinen crawlen hier Milliarden von Seiten und machen sie leicht auffindbar. Alles läuft über die normalen Internetkabel und Server, die wir schon in anderen Videos besprochen haben. Aber das ist nur die Spitze des Eisbergs. Experten sagen, nur etwa 5–10% des gesamten Internets. Level 2. Das Grey Web. Hier wird's schon grauer. Das sind Seiten, die Google meist nicht zeigt. Das können Seiten sein, die urheberrechtlich geschützte Inhalte illegal anbieten, aber auch Foren, Imageboards oder versteckte Communities. Du kommst nur mit dem genauen Link rein. Diese Seiten ziehen ständig um, damit sie nicht abgeschaltet werden. Der Zugriff auf solche Seiten ist nicht automatisch illegal, aber viele Inhalte dort bewegen sich klar im Graubereich oder sind illegal. Level 3. Das Deep Web, der mit Abstand größte Teil. Hier liegen schätzungsweise 90–96% des Internets. Und jetzt kommt der große Aha-Moment. Du bist schon fast jeden Tag im Deep Web. Wenn du heute schon dein Online-Banking geöffnet hast, warst du bereits im Deep Web. Wenn du in Google Drive eine Datei geöffnet hast, warst du im Deep Web. Wenn du dein Netflix-Konto aufgerufen hast, warst du im Deep Web. Immer wenn du dich in dein E-Mail-Postfach einloggst, Fotos in der Cloud speicherst oder deine Krankenakte anschaust, dann bist du im Deep Web. Das Verrückte ist, die meisten Menschen denken beim Wort Deep Web sofort an Hacker. In Wahrheit ist das Deep Web einfach nur der private Teil des Internets. Stell dir das Internet wie ein riesiges Bürogebäude vor. Das Surface Web ist die Lobby. Jeder kann hineingehen. Das Deep Web sind die Büros dahinter. Dort liegen Kundendaten, E-Mails, Dokumente und interne Systeme. Du kannst die Tür sehen, aber du kommst nur hinein, wenn du den richtigen Schlüssel hast. Genau deshalb kann Google dein Online-Banking nicht finden. Nicht, weil es geheim oder besonders tief versteckt ist, sondern weil Google dort schlicht nicht hinein darf. Das gleiche gilt für Unternehmensdatenbanken, Uniportale, Cloud-Speicher oder interne Firmennetze. Das Verrückte ist, die meisten Menschen verbringen deutlich mehr Zeit im Deep Web als im normalen Surface Web. Sie merken es nur nicht. Warum? Weil Google diese Seiten nicht indexieren kann oder darf. Sie sind dynamisch und erscheinen erst, wenn du dich mit Passwort oder Login anmeldest. Technisch nutzen sie dieselben Kabel und Server wie das normale Internet, nur mit einer starken Tür davor. Und genau hier entsteht das große Missverständnis. Deep Web klingt gefährlich, ist aber meistens einfach nur privat. Es ist dein E-Mail-Postfach, dein Banking, deine Cloud. Also eigentlich ziemlich unspektakulär. Aber wenn das Deep Web nur die privaten Büros des Internets sind, wo finden dann die Dinge statt, vor denen uns Hollywood-Filme immer warnen? Willkommen in Level 4. Das Dark Web. Das ist ein kleiner, bewusster, unsichtbarer Teil des Deep Web. Hier herrscht echte Anonymität. Um ins Dark Web zu gelangen, nutzen die meisten Menschen den Tor-Browser. Tor steht für The Onion Router. Der Name kommt von einer Zwiebel. Deine Verbindung wird dabei in mehrere Verschlüsselungsschichten verpackt und über verschiedene Server auf der ganzen Welt weitergeleitet. Jeder Server kennt nur den vorherigen und den nächsten Schritt der Route. Dadurch wird es extrem schwer nachzuvollziehen, wer du bist und woher die Verbindung ursprünglich kommt. Viele Menschen glauben deshalb, das Dark Web sei ausschließlich für Kriminelle da. Tatsächlich wurde die Technologie hinter Tor ursprünglich entwickelt, um anonyme Kommunikation zu ermöglichen. Heute nutzen Journalisten, Aktivisten und Whistleblower solche Systeme, wenn sie ihre Identität schützen müssen. Stell dir vor, du lebst in einem Land, in dem kritische Berichterstattung verboten ist. Plötzlich wird Anonymität nicht mehr verdächtig, sondern lebenswichtig.
Genau deshalb ist das Dark Web weder komplett gut noch komplett böse. Es ist ein Werkzeug. Und wie jedes Werkzeug hängt alles davon ab, wer es benutzt. Aber es gibt eben auch die andere Seite: illegale Märkte, Betrug und gestohlene Daten. Das bekannteste Beispiel war Silk Road, ein Darknet-Marktplatz, der 2013 von der Polizei geschlossen wurde. Wichtig: nur das Anschauen ist nicht illegal. Aber sobald du etwas Illegales machst, wird es das. Es gibt viele Scams und Gefahren. Deshalb besser die Finger davon lassen. Bis hierher war alles echte Technik und Informatik. Aber wenn man noch tiefer gräbt, verlässt man den Bereich der Fakten und betritt das Reich der Creepypastas und digitalen Legenden. Schnall dich an, jetzt wird's mysteriös. Ab hier reden wir nicht mehr über echte Netzwerktechnik, sondern über moderne Internetmythen mit kleinen realen Kernen. Hier kommen wir zu den eingangs erwähnten Militärprojekten oder zumindest zu dem, was die Legenden darüber behaupten. Level 5: Marianas Web, benannt nach dem tiefsten Punkt des Meeres. Und jetzt kommt der Punkt, an dem Millionen Menschen im Internet falsch abbiegen. Marianas Web taucht in unzähligen Videos auf. Angeblich der tiefste Bereich des Internets. Hier sollen angeblich geheime Militärnetzwerke mit Quantenverschlüsselung liegen, Illuminati-Geheimnisse, verbotenes Wissen, außerirdische Daten oder der wahre Kern des Internets. Das Problem? Bis heute gibt es keinen einzigen anerkannten Beweis dafür. Trotzdem fasziniert die Idee Millionen Menschen, denn sie spielt mit einer Frage, die wir uns seit Jahrhunderten stellen. Was, wenn hinter der letzten Tür noch etwas wartet? Ein Ort, an dem alle Geheimnisse zusammenlaufen. Marianas Web ist wahrscheinlich das, was Bigfoot für das Internet ist. Jeder kennt die Geschichte, niemand kann es zeigen. Level 6: Der Mediator Layer. Eine Art digitaler Wächter zwischen den tiefen Ebenen des Internets. Nicht als Person, sondern als unsichtbare Instanz, die entscheidet, wer weiterkommt und wer nicht. Also nicht einfach ein Passwort, sondern eine unsichtbare Kontrollschicht. Klingt extrem spannend. Aber auch hier gilt, dafür gibt es keine anerkannten Beweise. Es gibt natürlich Firewalls, Zugriffskontrollen, verschlüsselte Firmennetze und geheime Regierungsnetzwerke, aber keinen belegten Mediator-Layer als eigene Internetschicht. Level 7: The Fog oder Virus Soup. Ein chaotischer Bereich aus verlassenen Servern, alter Malware und digitalem Müll, der angeblich wie ein lebendiges Chaos wirkt. Man könnte hier sogar an verlorene Bitcoin denken, Coins, die noch sichtbar auf der Blockchain existieren, aber für immer unerreichbar sind, weil private Schlüssel verloren gingen oder Adressen nicht mehr kontrolliert werden. Fakt ist, es gibt wirklich vergessene Server, Botnets, alte Malware und digitalen Datenmüll. Aber kein mystischer Nebel, eher digitales Altlastenchaos. Tatsächlich vergisst das Internet erstaunlich wenig. Alte Webseiten verschwinden, aber Kopien, Archive und Datenspuren bleiben oft jahrelang erhalten, manchmal sogar Jahrzehnte. Deshalb existieren heute noch Fragmente von Webseiten, Foren und Projekten, die längst aufgegeben wurden. Nicht als geheimer Nebel, sondern als digitale Ruinen einer vergangenen Internetzeit. Und dann gibt es noch eine letzte Legende. Einige Foren sprechen von einem System namens Primark. Kein Ort, keine Webseite, sondern eine Art verborgenes Kontrollzentrum des Internets. Eine Instanz, die angeblich über allen anderen Ebenen steht. Die Idee dahinter ist faszinierend. Irgendwo soll es einen zentralen Punkt geben, an dem alle Fäden zusammenlaufen. Eine Art Kontrollraum des Internets. Das Problem? Niemand hat ihn jemals gefunden. Das klingt wie Science Fiction. Und wahrscheinlich ist es das auch. Für Primark gibt es noch weniger Beweise als für Marianas Web. Trotzdem zeigt diese Geschichte etwas Interessantes. Viele Menschen haben das Gefühl, dass irgendwo jemand die Kontrolle über alles haben muss. Zusammengefasst: Die meisten Menschen glauben, das Internet sei wie ein Haus mit geheimen Kellern. In Wirklichkeit ist es eher wie eine Stadt. Die meisten bleiben auf den Hauptstraßen. Einige betreten private Gebäude. Manche bewegen sich durch dunkle Gassen. Und einige Geschichten über die tiefsten Ebenen sind wahrscheinlich genau das: Geschichten. Das wahre Geheimnis des Internets ist nicht, dass irgendwo geheime Ebenen versteckt sind, sondern dass die meisten Menschen nur einen winzigen Teil davon sehen. Welche Schicht hat dich am meisten überrascht oder erschreckt? Schreib es in die Kommentare.
Wenn dir das Video gefallen hat, gib einen Daumen hoch, abonniere den Kanal und aktiviere die Glocke.